Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Testexperte, Autor und Podcaster und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2025 aus Frankfurt mitgebracht. Bei mir zu Gast war Matthias Groß, den ich schon lange kenne und sehr schätze, weil er immer einen sehr pragmatischen, aber professionellen Blick auf Testmanagement und Testing hat. Wir haben uns über das Thema Testreporting unterhalten und er hat uns mal seine Struktur vorgestellt, wie er Testreporting in Projekten umsetzt. Sehr spannend, wie ich finde, weil es ein sehr leichtgewichtiger, plakativer Ansatz ist, den man gut umsetzen kann. Aber hört selbst rein. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön da zu sein. Ja, ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir haben ja dieses Jahr ja schon intensive Tage verbracht am German Testing Retreat und wo wir ja so ein bisschen gebraint haben, gethinktankt haben. Ganz toll und ich freue mich, dass du jetzt auch hier im Podcast bist. Ja, sehr, sehr gerne. Also es war echt eine coole Erfahrung auf dem Retreat. Ja. Und ich mache alles möglich, nächstes Jahr nochmal dabei zu sein. Auf jeden Fall. Also das müssen wir auf jeden Fall wieder schaffen. Genau. Das war schon toll. Du hast ja hier am QS-Tag schon deinen Vortrag gehabt gestern. Ne? Hast du schon quasi hinter dich gebracht und kannst jetzt die Konferenz genießen. Genau. Und dein Thema, um das es ging, ist, also du bist natürlich sehr vielfältig, aber man muss halt irgendwo entscheiden, worüber wir sprechen. Geht es ums Thema Test-Reporting. Und dann habe ich gesagt, das ist ja nicht schlecht. Das haben wir im Podcast auch so noch nicht gehabt. Was ist denn da so dein Ansatz oder dein Kernpunkt? Also ich habe das Thema Testreporting dabei gehabt und habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, wie präsentiere ich das, wie bringe ich das rüber? Weil in sich ist das Thema Testreporting ja erstmal ein sehr trockenes Thema. Es gibt sicherlich nicht viele Leute, die sich dafür begeistern können. Dementsprechend war ich sehr positiv überrascht, dass ich einen super Zulauf hatte gestern. Ich habe zwei Dinge gemacht. Zum einen habe ich versucht, ein Bild zu finden, um das Thema Testreporting auch transportieren zu können. Das habe ich sicherlich sehr gut hinbekommen. Da gehe ich gleich drauf ein, was für ein Bild ich gewählt habe und warum. Und der zweite Ansatz ist, ich habe es auf 5 Punkte runtergebrochen, indem ich gesagt habe, ich zerglieder das Herangehen, wie ich ein gutes Testreporting bekomme, in 5 Punkte, um den Testmanagern oder auch anderen Leuten einen Fahrplan an die Hand zu geben, wie sie zu einem robusten und guten Testreporting kommen. Genau. Sehr spannend, ja. Zum Bild. Ich habe das Bild einer Schiffsfahrt gewählt. Dadurch bedingt, dass ich aktuell in einem HANA-Projekt bin und das Ganze ein bisschen rauer zugeht, habe ich ein Bild gewählt der Schiffsfahrt. Wenn du dir vorstellst, irgendwie, ich habe eben geschaut, heute auf Gran Canaria hat es 28 Grad, 10 Stunden Sonne, leichter Wellengang, eigentlich ideal, um Urlaub zu machen und als Kapitän von einem Schiff sicherlich auch angenehm, dahin zu gleiten. Ja. Und wenn du so ein Projekt hast, ist natürlich auch super, ne? Es ist angenehm, es ist gemütlich. Genau. Aber in der Seefahrt gibt es halt auch die andere Variante. Das heißt, links und rechts neben dir irgendwie 5 Meter hohe Wellen. Du siehst den Horizont nicht mehr. Stürmisch, regnerisch. Und genau in solchen Situationen ist ein Testreporting halt extrem wichtig. Ja, wenn du 28 Grad hast, Sonnenschein, dann ist einfach ein Schiff zu steuern. Ja. Und gerade in so einem hohen Wellengang, da siehst du dann, auf was kommt es an. Und da ist dann halt die Führung und die Steuerung extrem, extrem wichtig. Also das ist die Ausgangslage. Dann habe ich es runtergebrochen auf 5 Punkte. Das heißt, als erstes, bevor du losläufst, musst du dir klar werden, wo möchte ich überhaupt hin. Das heißt, wenn du in den See stichst, ohne jetzt zu wissen, das ist mein Ziel, dann irrst du nur irgendwo umher. Und im Testen ist es genauso. Das heißt, unser Ziel ist klar, wir möchten irgendwo in Produktion, möglichst fehlerfrei, möglichst mit einer hohen Testabdeckung. Das erreichen wir meistens nie. Ne? Wir kennen ja, wie Softwareprojekte laufen. Und deshalb ist es so, dass man sich meistens so eine Range steckt. Ne? Ja. Vom Idealpunkt irgendwie 100% Testabdeckung, 0 Fehler. Den Punkt werden wir wahrscheinlich nicht genau treffen. Aber wenn ich 20 Meter weiter links oder 30 Meter weiter rechts anlande,
ist es vielleicht okay. Da möchte ich hin. Aber wenn ich irgendwie in Produktion gehe mit, keine Ahnung, 35 Blocker-Bugs mit einer Testabdeckung von 70%, ist es nicht so ideal. Das heißt, kenn dein Ziel, wo möchtest du hin und dann steuer das Ziel an und bleib lieber noch mal 1-2 Wochen länger auf dem Meer, um dann zum Ziel zu fahren, anstatt irgendwie durch den tiefen Sand mit der ganzen Mannschaft zu warten und eine Hypercare-Phase zu haben, die es in sich hat. Das dauert meistens länger. Ja. Und das ist natürlich auch, das Ziel ist ja quasi eine Definition, die ich ja jetzt nicht nur alleine als Testmanager treffen kann. Ja. Das ist ja etwas, wo ich auch das Team brauche, einen Projektleiter, Auftraggeber, wer auch immer, genau. Weil das ja eigentlich definiert ja die Qualität, die ja dann produziert. Also das Ziel ist natürlich abzustimmen und abzusprechen. Aber wichtig ist erstmal, dass man weiß, ich habe das Ziel und da möchte ich irgendwo landen. Ja. Genau. Also das wäre Schritt 1 von 5. Schritt Nummer 2 ist, dass du, wenn du dann unterwegs bist, deine Position kennst. Das heißt, wenn du hier losläufst, also an Insel A und du willst zur Insel B in die Produktion und dazwischen dich irgendwo bewegst, ist ganz spannend zu wissen, ich befinde mich jetzt genau an diesem Punkt. Und um das herauszufinden, habe ich eine Theorie dabei gehabt oder eine Art, wie ich jedes Testreporting aufbaue. Und zwar mache ich das in Form von einer 3x3-Matrix. 3x3 bedeutet, ich habe 3 Spalten und 3 Zeilen. Die Spalten stehen für meine fachlichen Artefakte. Als Beispiel, die erste Spalte steht für die Testvorbereitung. Das heißt, alles auf dem Weg hin zu meinem Testfall. Darum geht es in der Testvorbereitung. Dann die zweite Spalte Testausführung. Das heißt, wie geht es meinen Tests innerhalb der Ausführung? Und die dritte Spalte wirst du wahrscheinlich schon vermuten, da geht es um den Fehler. Das heißt, wie viele Fehler habe ich, wie viele kritische Fehler habe ich und wie ist die Abarbeitung der Fehler? Also das ist so die Spaltensicht an der Stelle. Wenn du dann die Zeilen runtergehst, dann werden einfach pro Artefakt unterschiedliche Dimensionen betrachtet. Die erste Zeile ist so die Ist-Darstellung. Wo befinde ich mich aktuell? Ich mache das meistens in Form von einem Kuchendiagramm. Testvorbereitung, 80% abgeschlossen, 20% offen. Ja. Und Fehler und Testausführung ähnlich. Dann die zweite Spalte ist der Verlauf. Es ist immer spannend zu wissen, wie bin ich zu dem Punkt gekommen. Das heißt, wie waren die letzten Tage, wie waren die letzten Wochen und wie war die Ausführungskurve in der Historie? Weil das ist ganz wichtig, weil das zahlt gleich auf Punkt 3 ein, den ich gleich ausführe. Und die dritte Zeile, da geht es um ein IKS, um ein internes Kontrollsystem, wo es darum geht, meine Daten zu messen. Aber auch dazu gleich nochmal mehr, das ist Punkt 4 dann. Also das ist so der zweite Punkt, so die Position zu ermitteln, wo befinde ich mich. Wenn ich die Position habe, komme ich dann zum Schritt 3. Da geht es um die Prognose. Das heißt, ich kenne die Historie. Jetzt geht es darum, rauszufinden mit dieser Historie, wie ist denn der weitere Weg. Und deshalb, das zahlt ein in diese Zeile des Verlaufs. Und ich mache es so, dass ich auf Basis des historischen Verlaufs und dem Experten-Projekt-Know-how eine Kalkulation mache. Das heißt, mit dem aktuellen Verlauf und der Performance der Tester, wenn wir in der Testausführung bleiben, wie lange braucht es, um oben anzukommen, um mein Ziel zu erreichen. Und das kollidiert dann meistens irgendwie mit einem festen Termin. Go Live ist fest. In Kalenderwoche 25 Go Live. Ich setze meine Prognose drüber und habe ausgerechnet, Kalenderwoche 28 sind wir oben angekommen. Das heißt, wir haben irgendwie 3 Wochen Differenz. Und deshalb sage ich auch immer, ein Testreporting ist ein Führungswerkzeug. Mit dem Wissen kann ich dann natürlich Maßnahmen einleiten oder auch Gespräche führen, sagen, okay, wollen wir länger auf dem Meer bleiben und das Release verschieben? Wollen wir mehr investieren, um vielleicht eine bessere Ausführung zu haben? Oder eine Lösung kann auch immer sein, zu sagen, wir leben mit einem breiteren Zielkorridor, ne? Was wir eben ja schon skizziert haben. Also das wäre so die dritte Sicht, die Prognose. Der vierte Schritt von 5 ist die Messqualität.
Das ist meine IKS-Zeile. Bei mir ist es immer ein Prozentwert. 100% heißt, ich habe gute Daten und umso schlechter der Prozentsatz, umso schlechter natürlich auch die Daten. Und da geht es hauptsächlich darum, die Attribute zu überwachen, die für dein Reporting relevant sind. Das heißt, wenn du ein Reporting aufsetzt, gibt es immer eine bestimmte Anzahl von Attributen, die relevant sind, um Gruppierungen zu machen, um das Ganze aufzusetzen. Als klassisches Beispiel ist immer der Status, also passed, failed und so weiter, das Datum, das Teilprojekt und so weiter und so fort. Das heißt, alle Attribute, die du benötigst für dein Reporting. Wenn du alle Attribute kennst, kannst du mal durchgehen und anschauen, welche Attribute können in der Art gepflegt werden, die dir nicht gefallen. Also der Status ist es meistens nicht. Das ist meistens sauber aufgesetzt, dass ich einen sauberen Zielstatus habe. Aber bei mir im Projekt ist es zum Beispiel das Teilprojekt. Und wir haben zum Beispiel 9 Teilprojekte. Und das Tool gibt es nicht her, dass ich genau diese 9 eintragen kann, sondern da sind mehrere, also andere Teilprojekte drin, die bei uns im Projekt nicht vorkommen. Ja. Es ist nicht mandatory, das Feld. Und ich kann mehrere Attribute eintragen. So, das heißt, mit eins der wichtigsten bei mir ist das Teilprojekt, was ich überwache. Und da schaue ich, wie viele Testfälle, also wenn ich in der Testausführung bin, wie viele Testfälle haben eine Ausprägung, die mir nicht gefallen. Also das kann etwas sein, es ist genau ein Teilprojekt und das passt für mich. Und dann gibt es die Variante, ich habe auf einmal 2 Teilprojekte. Das ist Mist. Oder ich habe ein unbekanntes Teilprojekt. Auch blöd für mein Reporting, weil der Testfall geht unter. Ja. Oder ein unbekanntes. Machst du diese Auswertung manuell? Also ist das etwas, was du manuell prüfst? Nein. Genau, das passiert automatisiert. Und auf der Basis wird dann quasi der Prozentwert ermittelt. Das heißt, du hast die Regeln hinterlegt, du hast gesagt, hier muss ein gültiges Teilprojekt aus dieser Liste sein für dich. Ne? Und wenn das nicht stimmt, dann hast du da einfach quasi keine gute Datenqualität. Ja. Und eine Automation muss halt angepasst werden, wenn ein neues Teilprojekt dazukommt oder eins wegfällt. Wegfallen tut es eher nicht, aber dazukommt. Ja. Dann erweitere ich die Liste und die Automation. Und da wird halt genau dagegen geprüft, ist es passend oder nicht passend. Also als Beispiel, wenn ich auch 2 Teilprojekte drin habe, die valide sind, passt es für mich auch nicht, weil ein Testfall gehört für mich zu einem Teilprojekt, weil es gehört dahin und es wird in dem Kontext ausgeführt. Und so sind die Regeln oder die Regeln, die wir uns gegeben haben und deshalb überwachen wir diese Attribute. Und dieser IKS-Wert ist für mich eine interne Steuerung. Das heißt, den ermittle ich für mich, aber gebe ihn meistens nicht nach außen, weil Außenstehende, dem muss es erklären, dem muss es transportieren. Aber du adressierst dann quasi damit, wenn dann jetzt diese Teilprojekte zum Beispiel nicht stimmen, dass das quasi dann behoben wird, dass du quasi den Autor da sagst, ja komm, das kann ja nicht sein, dass das 2 sind oder ein falsches, was wir gar nicht im Test haben oder so. Genau. Wenn der IKS-Wert nach unten geht, das heißt die Prozentzahl von 100 einbricht und auf einmal bei 80 ist, das ist für mich ein Indikator, ich muss Steuern entgegenwirken und es ist ein Indikator, dass ich im Reporting denke, ich bin hier an einem gewissen Punkt, aber ich bin in Wirklichkeit irgendwie 300 Meter weiter rechts oder links. Das heißt, ich weiß schon, dass ich jetzt nach außen hin an den falschen Ist-Stand kommuniziere, aber kann im Hintergrund schon mal steuernd eingreifen und sagen, wir müssen es korrigieren, dass wir in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen wieder die richtige Position nach außen geben. Das ist sehr spannend, ja. Das ist für mich so eine Kontrollzeile. Und du hast schon angesprochen, der 5. und letzte Punkt ist automatisiere. Also die ersten 4 Punkte durchläufst du, das ist eine manuelle Tätigkeit, aber dann wird ja ein Reporting regelmäßig benötigt und da geht es halt darum, diese manuellen Schritte, die du einmal durchlaufen hast, einmal aufgesetzt hast, zu automatisieren. Und
Wir haben das bei uns im Projekt so gelöst, dass wir unsere Daten aus Jira in ein Python-Skript rausladen mit dem Zusatz Expand Changelog. Über die API kannst du die komplette Ticket-Historie laden und dann bereiten wir das in Python so vor, dass wir saubere Snapshots uns generieren. Wir sind im Wasserfall unterwegs und machen ein wöchentliches Reporting. Das heißt, wir verdichten die Daten auf Wochenende. Das bedeutet, wenn ich ein Ticket habe mit 3 Änderungen in einer Woche, interessiert mich nur der letzte Änderungsstand am Wochenende. Wenn ich ein Ticket habe, was seit 3-4 Wochen nicht angefasst wurde, werden trotzdem Snapshots generiert. Und so ziehe ich dann quasi alle Testfälle in der Testausführung raus. Und wir haben dann entschieden, wir bereiten das in Excel auf. Das heißt, diese aufbereiteten Rohdaten laden wir in Excel ein und gehen dann über Pivot-Tabellen und machen dann unser Dashboard. Das heißt, aber da wechselt ihr dann nur mal die Daten dann im Hintergrund aus, ne? Genau, also die Daten werden automatisch in Excel ausgetauscht. Das ist auch automatisiert. Das heißt, wir müssen dann nur aktualisieren klicken im Excel und dann werden die neuesten Daten eingeladen. Und wir hatten am Anfang kurz überlegt, wie setzen wir es in dem Fall auf. Die Überlegung war, berechnen wir die Kennzahlen direkt und geben sie nur aus. Aber wir wollten einfach eine gewisse Flexibilität drin haben, dass wenn man schnell irgendwas braucht, über eine neue Pivot-Tabelle neue Sichten generieren will, dass es jeder machen kann, der auch keine Programmierskills hat. Und deshalb haben wir das gekapselt und gesagt, die Datenaufbereitung haben wir in Python und haben das Ganze robust gelassen und das Zusammenstecken in verschiedenen Dimensionen passiert dann in Und die Auswertungen übernehmt ihr dann noch in ein Reporting-Tool auch für die Stakeholder oder wie nutzt ihr die Daten? Die werden ja nicht auf das Excel direkt dann zugreifen. Sondern ja, also das Management bekommt einen Extrakt aus dem Excel. Wir haben auf dem ersten Tabellenblatt ein Dashboard gebaut. Da kann man PDF draus machen und das geht dann raus. Das heißt, es ist schon so in der Art hübsch aufbereitet, dass es immer wieder die gleiche Sicht gibt und schon alle Informationen da sind. Auch da haben wir den Aufwand minimiert. Einzelne Stakeholder haben auch Zugriff aufs Excel, also die so ein bisschen technisch affin sind und auch immer wieder so ein bisschen Detailinformationen benötigen. Als Beispiel irgendwie ein Bereichsleiter, der die Info braucht, in welcher Abteilung liegen denn gerade welche Testfälle oder wo ist der Durchlauf am wenigsten hoch. Die haben direkten Zugriff und können da andere Sichten sich ziehen, aber alle anderen bekommen dann das PDF und haben dann jede Woche dieselben Zahlen im Zugriff und haben da ein schönes Dashboard, was sie nutzen können. Das ist sehr spannend. Ich finde das also mit dieser 9er-Matrix, also mit dieser 3x3-Matrix und quasi der Automatisierung ja, wirkt für mich einen sehr, sehr pragmatischen, aber auch guten und klaren Zugang. Ne? Weil häufig, ich kenne so Test-Reportings, da hat man so 1000 Metriken da drinnen und eigentlich ist es immer die Frage, was mache ich denn damit? Ne? Und das schaut dann halt viel aus, irgendein Jira-Dashboard, wo man dann irgendwie 1000 Tortendiagramme und so, und man weiß gar nicht, aber das klingt ja wirklich nach einem sehr, sehr nutzbringenden Reporting. Was hast du denn da so für Feedback bekommen, als das quasi online gegangen ist? Oder? Also ich nutze genau diese Darstellung nutze ich schon seit mehreren Jahren in jedem Projekt und ich laufe immer mit derselben Darstellung rein. Weil wenn man es auf den Kern runterbricht, was interessiert die Leute? Es interessiert sie die Testvorbereitung, es interessiert sie die Testausführung und die Fehlersicht. Das heißt, das ist schon der Kern. Und wenn du alle 9 Felder gefüllt hast mit einer Grafik, mit einer Kennzahl, und das hinbekommst, dann hast du eigentlich ein Reporting geschaffen, was in 95% aller Fälle ausreicht. Und das Feedback ist durchweg positiv, es wird dankend angenommen und es gibt jedem eine klare Struktur. Auch Personen, die dieses Vorgehen aus anderen Projektkontexten schon kennen, weil sie irgendwie früher schon mal mit mir zusammengearbeitet haben in dem Kontext, die finden sich sofort wieder und wissen, okay, hier Vorbereitung, da geht's vorwärts, Ausführung, eher nicht so, Fehler sieht aber wieder gut aus. Und gerade diese Konstanz ist natürlich sehr, sehr positiv und sehr hilfreich für die einzelnen Personen. Wo man ein bisschen variieren muss, ist in der Detailtiefe der Information. Auf dem obersten Level haben wir halt die 3x3-Matrix. Und die 3x3-Matrix gibt quasi
den Stand des Gesamtprojekts wieder. Jetzt habe ich ja eben gesagt, wir machen eine HANA-Migration und das ist natürlich ein größeres Projekt mit mehreren Teilprojekten. In Summe haben wir 9. Und da ist natürlich auch spannend, die Möglichkeit zu haben, so reinzoomen zu können. Das heißt, ich habe dieses 3x3-Reporting für das Gesamtprojekt, aber ich muss die Möglichkeit haben zu sagen, ich zoome jetzt mal in das Teilprojekt Finance rein und habe dann nur die Sicht für Finance, dass man einfach die Absprungspunkte hat und auch den Teilprojektleitern oder auch der Gesamtprojektleitung sagen kann, hey, wenn du Details brauchst, wir können reinzoomen. Und wenn du das auch noch mit an die Hand gibst, dann haben die so viele Metriken und so viele Dimensionen, die sie betrachten können, dass das vollkommen ausreicht und einen guten Überblick über das Gesamtprojekt gibt. Mhm. Sehr spannend. Es trifft sich gerade sehr gut, weil ich gerade auch ein Projekt starte, wo es auch darum geht, wie man das Reporting aufsetzt. Ich glaube, da werde ich schon einiges da noch mit reinfließen. Also mir gefällt die Struktur total gut. Also so ist es auch meine Erfahrung, dass also diese Dreiteilung in Vorbereitung, Durchführung und Fehler, das bewährt sich, ne? Aber du hast das ja nochmal richtig systematisiert, auch mit Verlauf und Status und diesen internen Metriken dazu. Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Punkt, da auch auf die Datenqualität zu schauen, weil das ist ja häufig auch ein Thema, ja. Ich habe auch das Feedback oft bekommen, Leute, die es adaptiert haben und auch erstmalig nutzen, kommen dann auch teilweise und sagen, Matthias, es ist gar nicht so einfach, alle 9 Felder mit einer Kennzahl zu füllen. Da muss ich erstmal richtig Arbeit reinstecken. Und ja, das ist so. Es braucht eine gewisse Zeit, bis du alle Felder gefüllt hast. Aber wenn du sie dann da hast, dann ist es toll, sie zu nutzen und auch das als Steuerungsinstrument zu haben, um zu sagen, ey, es passt oder das passt nicht. Mhm. Wenn du du hast das ja jetzt schon lange im Einsatz, gibt es immer wieder so, oder hast du so eine Idee, was fehlt dir da noch was? Willst du da noch was in Zukunft mal ergänzen, wo du immer wieder merkst, ach, da wäre mal gut, wenn man da noch eine Sicht drauf hätte oder so? Also eine weitere Sicht fehlt mir nicht, weil die Sichten decken alles ab, was ich brauche. Es gibt einzelne Anfragen für KPIs, die eine spezielle Natur haben. Zum Beispiel, ich möchte nicht eine Teilprojektsicht, sondern eine Abteilungssicht, dass ich sage, wie ist das Fortkommen pro Linienabteilung in meiner Unternehmen. Das sind dann andere Sichten auf dieselben Kennzahlen. Und wenn man die Ausgangslage hat und auch diese Information der Abteilungszugehörigkeit hat, kann man die eigentlich auch schnell schaffen. Aber im Endeffekt ist es wieder dieselben Metriken, aber halt eine andere Sicht eingenommen. Ja. Genau. Was wir vor 10 Wochen gemacht haben, KI ist ja in aller Munde. Ah ja, das gibt es ja auch noch. Ja. KI, genau. Wir machen KI dazu und dann wird alles besser. Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen auch mal ein bisschen forschen mit KI und haben uns überlegt, was können wir denn tun? Mhm. Und das eine, also wir haben ja die automatisierte Strecke unseres linearen Reportings, nenne ich jetzt mal. Da haben wir gesagt, das tasten wir nicht an, weil wir wollen jede Woche dieselbe Sicht, dieselben Kennzahlen, dass es gleich aussieht, die Konstanz drin haben. Das heißt, das haben wir nicht berührt mit der KI. Aber wir haben gesagt, es wäre doch cool, mit den Daten chatten zu können. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist experimentell. Wir haben die Python aufbereiteten Daten in der Postgres-SQL-Datenbank genommen. Dann haben wir mit N8N, Olama und WebUI das Ganze verschalten und haben so eine Möglichkeit geschaffen, quasi mit den Daten chatten zu können. Das heißt, ich habe jetzt eine Chat-Oberfläche, da kann ich Fragen reinstellen und Infos schicken, Fragen an die KI schicken, um neue Sichten, neue Ideen zu bekommen. Das ist eine coole Sache, funktioniert auch sehr gut. Wir haben so ein bisschen uns ranfummeln müssen, wie setzen wir den System-Prompt auf, damit es gut funktioniert. Ja. Aber jetzt haben wir so eine Lösung gefunden, wo das auch eine ganz, ganz coole Story ist und eine gute Nutzen hat. Jetzt kommt das Aber. Es ersetzt das lineare Reporting nicht. Ja. Das heißt, dieses lineare Reporting ist für uns oben drüber automatisiert. Das ist unantastbar. Und wir wollen immer dieselben Kennzahlen, dieselben Sichten. Aber als Ergänzung, um mit den Daten chatten zu können, eine ganz coole Lösung und Umsetzung. Super, klasse, dass ihr da auch experimentiert.
Matthias, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Ich finde das total spannend, mal Testreporting mal pragmatisch, praktisch gut sozusagen. Genau. Einfach da auch mal zu bringen. Ich glaube, da kann man sich viel rausziehen, auch fürs eigene Projekt, fürs eigene Umfeld. Ja. Wir werden ja auch deine Kontaktdaten reinpacken. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich dann auch meldet. Bei Fragen jederzeit gern. Ist ein Thema, da rede ich gern drüber und da brennt meine Leidenschaft für. Ja, und du bist ja auch sehr offen, was dein Wissen und alles angeht. Ja. Das schätze ich ja auch sehr. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier auf der Konferenz. Danke. Und dann natürlich eine gute Heimfahrt heute Abend. Ja, Richie, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, danke. Ciao. Ciao.